So, grüß euch und willkommen zu Teil 2 der Georgia Experience. Heute geht es ums Einkaufen. Bevor wir jetzt aber zum Supermarkt fahren und Preise vergleichen, werden wir jetzt in die nächstgelegene Ortschaft fahren. Die Ortschaft Chatsworth hat zwischen 4.000 und 5.000 Einwohner und meine Aufgabe an euch ist einfach mal mitzuzählen, wie viele Restaurants bzw. Fastfood-Ketten ihr sehen könnt, wenn ihr jetzt nur die Hauptstraße runterfahrt. So, also da fangen es jetzt mal an. Little Rome, Captain D's, Christos, Bojangles, Sauce Barbecue Bones, Burger King, Arby's. Walgreens ist eine Apotheke, die zählt jetzt nicht. Hardee's. Taco Bell. McDonald's, KFC, Wendy's. Food City ist ein Supermarkt für hauptsächlich Lebensmittel. Zaxby's. Ja, das war's jetzt. Da drüben ist jetzt noch ein Subway. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Subway. Ja. Und man kann grundsätzlich sagen, dass sonst noch so in der Ortschaft Restaurants verstreut sind. Aber wie ihr sehen könnt, es gibt um einiges mehr Restaurants bzw. Fastfood-Ketten da wie in Österreich. Also in Österreich, wenn ich jetzt in Salzburg bin, wenn man jetzt die Döner nicht mitzählt und Pizzerien nicht mitzählt, fahren wir vielleicht 3-4 Fastfood-Ketten. Da ist Sonic, ist auch eine Fastfood-Kette. Drüben im Restaurant Los Amigos. Ja. So, willkommen bei Walmart. Grundsätzlich ist das Prinzip von Walmart das, dass du jederzeit alles bekommen kannst zum besten Preis. Also das heißt, wenn du am Sonntag in der Früh um 3 Stabmixer brauchst, dann gehst du zu Walmart. Wenn du am Sonntag um 1 in der Früh Wolle brauchst, weil du eine Haube häkeln willst, dann gehst du zu Walmart. Das heißt, wie ihr gleich sehen werdet, kann man bei Walmart fast alles kaufen. Ja, gehen wir einfach mal rein. So, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ob es Bier gibt. Es gibt jede Menge Bier. Es gibt jetzt nicht so viel gutes Bier, aber wenn man ein bisschen schaut, da es ja eine große Auswahl gibt und es hat eigentlich auch fast jeder Supermarkt. Also falls ihr mehrere seid, das Yuengling, das ist ziemlich gut, ist ein amerikanisches Bier, schmeckt ganz okay. Und natürlich hat es für amerikanische Biere, mexikanische Biere, aber es hat natürlich auch deutsche Biere. Natürlich haben es Heineken, warum das, kann ich nicht verstehen, aber naja, so ist es halt einmal. Ja. Wenn man ein bisschen sich umschaut, also normalerweise haben es Sachen wie Franziskaner, Ölgarden und ähnliches, aber gut. So, Punkt Nummer 1, Butter. Das ist wie ein Block in Österreich. Butter. 3,34. So, dann haben wir natürlich jede Menge Elektronik. Keine Ahnung, wie das sein kann. Soweit das Auge reicht. Und natürlich auch Gewand. Jede Menge. Und billig nur dazu. Also wenn man billig einkaufen muss, ist Walmart echt eine Alternative.
So, wie man sehen kann, ist Schokolade auch um einiges teurer hier. Also da kann man die Preise sehen. Und das ist, Walmart ist ziemlich das billigste, was man findet. Also für kleine Packungen Süßigkeiten viel Geld. Packung Snickers, für Packung Snickers für 4,70. Hershey Nuggets. Aber Hershey's kann man echt empfehlen, wenn man mal in Amerika ist. Hershey Schokolade ist ganz gut. So, ich war noch im Walmart drinnen und bin zum Lieblingsabteil von mir gekommen, der Waffenabteilung logischerweise. Ohne Witz, es gibt eine Abteilung im Walmart, wo man hingehen kann und sich Waffen kaufen kann. So Schusswaffen, Jagdwaffen, Schrotflinten, in manchen sogar Handfeuerwaffen. Und in dem Bundesstaat Georgia, wo ich bin, kann man als volljähriger Staatsbürger mit einer offiziellen Identification, also einem offiziellen Ausweis von dem Bundesstaat, wie einem Führerschein oder so, sich eine dieser Waffen kaufen. Einfach so. Man wird dann aufgezeichnet, wer die Waffe gekauft hat und so weiter. Aber es gibt drinnen Schrotflinten für unter $200. Das heißt, ich konnte in den Walmart gehen, mir Schrotflinte für $200 oder weniger kaufen. Einfach so. Ein bisschen Papierkram ausfüllen und das war's. Ich werde euch jetzt ein Bild einblenden, damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Aber ich habe dann auch mit dem Kollegen weiter gesprochen und der hat mir dann darauf hingewiesen, dass Walmart es nicht möchte, dass man Aufzeichnungen macht. Und deswegen habe ich immer mehr, eben kaum mehr Aufzeichnungen gemacht. Aber Walmart hat im Prinzip halt wirklich alles. So, ein grundlegender Unterschied noch zwischen Amerika und Österreich oder den USA und Österreich: Geschäfte haben am Sonntag offen, nicht alle, aber die meisten, und die Öffnungszeiten sind grundsätzlich länger. Also ein Walmart oder ein Waffle House oder was auch immer, die haben 24/7, 365 offen, mehr oder weniger. Und aber alle anderen Geschäften, die machen um 6 Uhr auf und um 11 Uhr, 12 Uhr zu oder so. Also es hat nicht alles immer offen, aber es ist auf jeden Fall halt mehr länger offen. Also auch was interessant ist, in Österreich, wenn man als kleines Kind unterwegs ist in einem Geschäft und mal Pipi muss, hat man ein Problem. In Amerika ist es nicht so. Da hat prinzipiell jede Tankstelle fast, jedes Geschäft ein eigenes Klo, wo Kunden hingehen können aufs Klo. Jo, das sind jetzt ein paar Unterschiede, was mir jetzt aufgefallen sind. Ich meine, ihr könnt es gerne noch in die Kommentare Fragen stellen, keine Ahnung. Ja, ansonsten wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Übrigens, eine Sache, die ihr in Amerika sehr schwer finden werdet, ist gutes Brot. Ich hätte euch gerne eine Brotabteilung gezeigt im Walmart, aber da es das nicht wirklich gibt, also manche wir denken schon, aber es ist halt alles nur Toastbrot. Eben, nachdem es keine gescheite Brotabteilung gibt, was es auch nicht wirklich wert ist zu zeigen. Bis dann.